Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. This is the Police. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Wenn ihr das hier seht, dann ist heute der 2. August und somit offizielles Release-Datum. Das Spiel sollte ja schon einiges früher erscheinen, und zwar am 28. Leider hat sich da der Publisher ein bisschen vertan, deswegen hat sich das Ganze verschoben. Aber jetzt haben wir heute, wo ich es aufnehme, den 29. und der Entwickler hat die offizielle Deutschversion, also mit den deutschen Untertiteln, freigegeben und herausgebracht. Das ist sehr schön. Das gibt mir die Chance, jetzt weiter aufzunehmen in Deutsch, und das sollte das Ganze für die Zuschauer, für mich und halt für jeden hier etwas einfacher machen, die Story zu verfolgen. Die Sprachausgabe, das habt ihr schon gehört, bleibt weiterhin auf Englisch. Muss man ja auch sagen, die ist ziemlich genial. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die deutschen Untertitel. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mit unserer Story fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Tag 12, der 26. Juli. Es ist ein Freitag. Orthodoxer Priester besticht Bürgermeister. Aha. Griechischer Priester wird Vorsteher der orthodoxen Kirche von Freiburg und Studenten melden sich freiwillig, um Bauern zu helfen. Wie nett. Oh, was ist denn mit unserem Auto? Okay. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no,
This was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you. Oh, Jack, you truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So we're talking about Varga now? I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature,
Just think about our conversation. Think about it. And call me. Irgendwie ein ganz sympathischer Verbrecherboss, finde ich, bis jetzt. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Also, Wager war ja der, den wir in der Gasse getroffen haben. Den fand ich absolut unsympathisch. Christopher Sand, habe ich ja gerade schon gesagt. Man wird so ein bisschen in diese Richtung gedrängt, oder? Oder man kann sich natürlich auch gegen Christopher Sand entscheiden. Ich würde aber sagen, wir helfen Christopher Sand. Tell him it's Boyd. Boss, mein Sohn ist ernsthaft krank. Ich denke, ich sollte besser frei nehmen. Tut mir leid, darf ich nach Hause gehen? Ja. Kein Problem. Die anderen beiden sind ja da. Und wir haben 6 normale Streifenpolizisten im Einsatz. Mal sehen, was heute auf uns wartet. Ich würde sagen, Musik können wir überspringen. Schön, das alles auf Deutsch zu haben. Herrlich. Guten Morgen, Freeburg. Was haben wir denn hier? Stadtverwaltung. Unser Gehalt. Begräbnis. Roberta Simpson. Eine Frau, die ein aufrechter Diener dieser Stadt war. Heute wurde sie mit militärischen Ehren beigesetzt. Genauso Francis Birch. Wurden ja beide erschossen in einem Auftrag. Inspektion. Wir machen uns Sorgen um die niedrige Effektivität der Polizei in Freeburg. Speziell autorisierte Inspekteure wurden eingeladen, um das Präsidium zu besuchen. Na toll, Kontrolleure. Den Helden beschützen. Morgen ist es soweit. Lassen Sie ihm bis dahin nicht zustoßen. Da ging es, glaube ich, um Kotschi, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also sollen wir Kotschi heute nicht einsetzen? Mal schauen. Wir können eine Anfrage an die Stadtverwaltung stellen. Eine freie Stelle für Detective, eine Gehaltserhöhung oder Spot verbessern. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Polizisten. Generell. Uns das mal anschauen. Schicht A, Schicht B. Also wir sind doch schon knapp besetzt. Als nächstes brauchen wir dann einen neuen Detective. Gut. Dann mal sehen, was heute auf uns wartet. In Freeburg. Stadt des Verbrechens. Wir sind das Verbrechen. Massenschlägerei. King Louis Nachtclub. Wir haben einen Anruf von einem Clubbesitzer erhalten, der sagte, dass sich in der Eingangshalle eine Schlägerei entwickelt habe, an der mehr als 20 Leute beteiligt seien. Die Sicherheitsleute wollen sich nicht einmischen, weil ein paar der kämpfenden Messer dabei haben. Es liegen bereits mehrere Verwundete auf der Tanzfläche, aber niemand weiß, was all das ausgelöst hat. Wir schicken das SWAT hin. Oshiro, Jancy, Purdy und Tsubaki. Ja, komm, machen wir. Wir haben bald mal 2 Polizisten in der Hinterhand. Nicht, dass jetzt noch ein anderer Auftrag kommt, ein anderer Notruf. Mal sehen, das SWAT setzen wir jetzt zum ersten Mal ein. Das SWAT-Team, was dabei rumkommt. Vielleicht vollkommen überzogen, die Reaktion, aber warten wir es mal lieber ab. Und? Die Lage ist ernster als gedacht, wir benötigen Verstärkung. Ja, dann schicken wir doch noch die beiden dahin. Ein Angriff in der Vorstadt, jetzt haben wir natürlich keine Leute mehr. Ganz toll, 2 Teenager sind auf einem Spaziergang mit ihrem Hund in einen Streit geraten und schließlich hat einer der beiden den Hund auf den anderen gehetzt. Die Polizei wurde von einem Mädchen gerufen, das in der Nähe auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Super. Werden wir nicht ausführen können, diesen Befehl, beziehungsweise diesen Einsatz. Das kommt ganz bestimmt gut an bei den Inspekteuren. Ja, tut mir leid. Sollte man mir aber vielleicht mal ein paar Leute schicken, dann könnte ich auch Leute einsetzen. Ja, der Täter ist entkommen, natürlich. Die Massenschlägerei.
Täter gefasst, Beamte unversehrt und Zivilisten unversehrt. Sehr gut. Warten wir noch kurz ab, bis unsere Beamten zurück sind. Inspektion, Befragung. Diese Polizisten werden für eine offizielle Befragung benötigt. Das wird ein paar Tage dauern. Ja, klar. Während derer sind sie von allen Pflichten freigestellt. Ja, natürlich. Gensi, Debrito und Kochi fehlen mir. Für ein paar Tage. Weiß jetzt nicht. Quark. Mord in der Kirche. Gemeindemitglied Maria Serpentine hat Schüsse in der Kirche gemeldet. Ein bärtiger Mann mit Hut ist in einen Beichtstuhl gegangen und kurz darauf habe ich ein paar Schüsse gehört. Dann hat der Mann gelassen und den Beichtstuhl verlassen, sich bekreuzigt und auf einer der Bänke niedergelassen. Ich glaube, er betet. Oshiro, Purdy und Millsap. Mal bitte hinfahren. Toll, dass uns jetzt noch 2 Leute fehlen. Und das auch noch für ein paar Tage. Versuchter Mord, natürlich, im St. John's Krankenhaus. Linda Howard hat stark genuschelnd angerufen und gesagt, der Zahnarzt hätte ihr beim letzten Besuch das Gesicht gelähmt. Der Misskill hat mir irgendwie Gift gespritzt. Verhaften Sie ihn. Klingt jetzt nicht so schwierig, die Aufgabe. Schicken wir mal zu Barkey hin. Mit so wenigen Polizisten kann man halt nicht alle Aufträge oder alle Notrufe bearbeiten. Geht überhaupt nicht. Ist unmöglich. Sorry. Ist nun mal so. Bericht über den Mord. Täter gefasst. Sehr schön. Und niemand verletzt. Was ist das? Gefundene Beute, nicht automatische Waffe. Okay. Ah, die Beamten haben nicht automatische Waffe am Tatort gefunden. Was sollen sie damit machen? Zur Polizei verbringen oder von der Mafia verkaufen lassen? Na, komm, machen wir mal ein bisschen Kohle in unserer Tasche. Wir müssen noch ein bisschen härter werden. Tsubaki ist gleich am Ort des Geschehens beim Zahnarzt, der angeblich die eine Frau vergiften wollte. Bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Falscher Alarm. Die junge Frau hat eine ganz normale Betäubungsspritze erhalten. Gut, dass wir da nur einen Polizisten hingeschickt haben und dann nicht irgendwie 20 Leute hingeschickt haben. Wir können mal gucken, was unsere Fälle machen. Der Mord mit den Schnappschüssen. Da komme ich immer noch nicht hinter, was genau das bedeuten soll. Scheint ja alles so nicht zu fassen. Schüsse, dann der Tote. Vorher fahren sie vorbei. Parken und vorher am Straßenrand. Aber ich meine, hier sind 2 verschiedene Autos, das ist natürlich auch blöd. Aber das passt nicht, sonst wäre das jetzt schon aufgegangen. Brandstiftung, schauen wir mal. Da haben wir erst 4 Schnappschüsse. Genau, das war die Frau. Der Vorfall ereignete sich während der Vorführung des Jim Jarmusch-Films Stranger Than Paradise. Die Leinwand ist ruiniert und einige Gäste haben in Panik leichte Verletzungen erhalten. Aber zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Sie stürmt rein ins Kino. Verbarrikadiert die Tür, hat sie ja nicht gemacht. Das ist ja Quatsch. Molotow-Cocktail. Flammenwerfer hat sie sicher nicht dabei gehabt. Tja. Geht das auf? Nein, das geht nicht auf. Merkwürdig. Ich habe mittlerweile schon ein paar Tests gelesen und es hieß, diese Fälle, also hier diese Ermittlungen, wären ziemlich einfach in dem Spiel. Ich komme da irgendwie nicht hinter. Aber ich habe ja schon mal betont, ich bin ein schlechter Detective. Bin ein besserer Officer und besser darin, mit der Mafia zusammenzuarbeiten. Christopher G. Sands Eislaufarena. Ein Eisverkäufer hat eine verdächtige schwarze Tasche bemerkt, die seit ein paar Stunden alleine auf einer Bank liegt. Oshiro und Purdy, bitte. Ja, machen wir das. Wir wollen in der Lage sein, zu zweit eine Tasche zu überprüfen. Hoffentlich ist da keine Bombe drin oder sowas. Aber dann wäre sie wahrscheinlich schon hochgegangen. Machen wir mal unser Stellvertreter. Ah so, Polizei und Schule und sowas können wir machen. Richtig. Warum kann ich denn nur so wenig machen? Warum kann ich denn keine Spitze erneuern? Weil ich schon angeheuert habe. Ja, Schweigen erkaufen, Namen erkaufen. Okay, wir könnten eigentlich mal ein Grillfest machen. Kostet mir aber $3.500. Warum? Ist der jetzt ums Leben gekommen? Klar, wir haben ja schon genug Personal. Was soll's? Terrorismus. Die Beamten vor Ort haben bemerkt, dass sich in der Tasche etwas bewegt. Tasche öffnen. Okay, und was war das jetzt? War der Täter in der Tasche?
Wenn sich irgendwas in der Tasche bewegt, hatte ich jetzt erst vermutet, dass da eine Frau Neugeborenes abgelegt hat. Hätte ich jetzt vermutet, deswegen habe ich auch direkt auf Tasche öffnen geklickt. Nee, anscheinend nicht der Fall. Okay. Immerhin nur einer gestorben heute. Wie super. Wir müssen etwas Papierkram für den toten Angestellten erledigen. Bearbeitung der Unterlagen verzögern. Leiche in der Leichenhalle behalten. Das machen wir mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Können wir ein bisschen sein Gehalt für uns abzwacken. Schön. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Episode an von This is the Police. Danke fürs Zusehen. Bis dann.